Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Michael Grant Klartext. Heute zu einem Thema wieder über meine zweite Lieblingspartei nach den Grünen. Das ist ja die SPD. Ihr kennt ja meine Videos dazu. Dieses Mal zu dem Thema: Die SPD hat schon vor dem Ermächtigungsgesetz von 1933 anderen Ermächtigungsgesetzen zugestimmt. Das wird heute natürlich wieder einmal vergessen. Auch das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 fiel nicht vom Himmel. Reichsinnenminister Frick und seine Mitarbeiter waren nicht dumm. Sie nahmen Ermächtigungsgesetze, die bereits in der Weimarer Republik erlassen worden waren, genauestens unter die Lupe. Ein Fakt, der heute keinerlei Erwähnung mehr findet. Die Rechtsetzung aufgrund eines Ermächtigungsgesetzes hatte ihren Anfang nämlich bereits am 4. August 1914 beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges genommen. An diesem Tag, also am 4. August 1914, wurde nämlich eine Ermächtigungsregel erlassen. Damals fasste man die Ermächtigungsgesetze zwar als diktatorische Maßnahme auf, empfand das allerdings eher positiv. In schweren Zeiten sollte so ohne langatmige Parlamentsdebatten gehandelt werden können. Nach dem verlorenen Krieg in der Weimarer Republik machte das Parlament dann mehrfach von der Möglichkeit Gebrauch, Ermächtigungsgesetze zu erlassen. Und da meine Zuschauer ja immer Fakten wollen, hier die Fakten. Am 3. August 1920 Gesetz über die vereinfachte Form der Gesetzgebung für die Zwecke der Übergangswirtschaft, erlassen durch die Regierungskoalition aus Zentrum, DVP und DDP. Das sind ja also jetzt alles Ermächtigungsgesetze, die ich zitiere. Am 6. Februar 1921 Gesetz über den Erlass von Verordnungen für die Zwecke der Übergangswirtschaft, erlassen durch die Regierungskoalition Zentrum, DVP und DDP. 24. Februar 1923 Notgesetz, Artikel 6, erlassen durch die Regierungskoalition aus DVP, Zentrum und DDP. 13. Oktober 1923 Ermächtigungsgesetz, erlassen durch die Regierungskoalition aus DVP, SPD, Zentrum und DDP. 8. Dezember 1923 Ermächtigungsgesetz, erlassen durch die Regierungskoalition aus Zentrum, DDP und DVP. 10. Juli 1926 Gesetz über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen, erlassen durch die Regierungskoalition aus Zentrum, DDP, DVP, DNVP und BV. 14. Juli 1926 zweites Gesetz über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen, erlassen durch die Regierungskoalition aus Zentrum, DDP, DVP, DNVP und BVP. Ja, die SPD war nur einmal in der Regierung bei diesen Ermächtigungsgesetzen, aber jetzt kommt die Krux. Die SPD stimmte ebenfalls Ermächtigungsgesetzen zu. Zudem wurden zwischen 1919 und 1927 die 10 Ermächtigungsgesetze bei den entscheidenden Schlussabstimmungen im Parlament von der SPD-Fraktion mitgetragen. In ähnliche Richtungen gingen auch etliche Notverordnungen der Regierung Brüning, etwa die Notverordnung zur Behebung der finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Missstände und zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 27. Juli 1930, 1. Dezember 1930, 6. Juni 1931, 8. Dezember 1931. Reichskanzler Brüning reagierte mit diesen Verordnungen sogar von der Reichsebene in die Länderebene hinein. Doch es war
mehr als rechtlich zweifelhaft, ob mit einer Notverordnung des Reiches eine Landesregierung ermächtigt werden durfte ihrerseits Notverordnungen zu beschließen. Dies griff tief in die Weimarer Verfassung ein. Die Ermächtigungsgesetze waren also nichts Neues. Mit den Ermächtigungsgesetzen aus der Weimarer Republik erhielten die jeweiligen Reichsregierungen weitreichende Befugnisse zur Linderung von Not von Volk und Reich. Sie waren legale parlamentarische Schritte. Dieses Instrumentarium wurde also nicht von den Nationalsozialisten erfunden. Ein Ermächtigungsgesetz war nichts Neues und nicht etwa der Verfassung ganz und gar Konträres, wie man Ihnen und euch das heute klar machen will. Im Gegenteil, die SPD, andere Parteien, Brüning und Co. hatten gute Vorarbeit geleistet. Verschwiegen wird also, Ermächtigungsgesetze und die Gleichschaltung der Länder gab es schon vor den Nationalsozialisten. Sie dienten dem NS-Regime als Vorbilder. Alles dazu in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, aber dieses Mal Band 2. Dieser Band ist sehr umfangreich, er hat 850 Seiten und 2500 Quellen. Also in meinen Büchern seht ihr jede einzelne Quelle, die ich hier natürlich im Video nicht nennen kann. Obwohl viele sagen, ohne Quellen ist das Video nutzlos, aber die Quellen sind alle in meinen Büchern angegeben. Und ich kann diese einzelnen Quellen nicht wiederholen, das macht auch sonst keiner. Über das Ermächtigungsgesetz selbst und über die Abstimmung, über die zweifelhafte Rolle der heldenhaften SPD, über die zweifelhafte Rolle ihres Vorsitzenden Otto Wels werde ich extra Videos machen. In diesem Zusammenhang heute war es mir nur wichtig zu erwähnen, dass es Ermächtigungsgesetze schon lange vor diesem einen Ermächtigungsgesetz gab, die die meisten kennen. Es war gang und gäbe und die SPD hat meistens mitgestimmt für diese Ermächtigungsgesetze in der Weimarer Republik. Wenn ihr mehr Hintergründe erfahren wollt, könnt ihr auch mein Newsletter abonnieren auf www.michaelkrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Krant.